Hallöchen, it's me, your German buddy, and in this video we'll talk about gaming setups and how to describe them in German, so you'll get to learn a few more words. It will also be a listening exercise because I will talk in coherent sentences, so I won't just say der Computer, but more talk about it. And we're just at the start of my channel. As you'll be able to see, there's still no video up on my channel, but I'm working on it. I have a few on my drive, but let's get started with German. Let's go! Ich habe zwar schon aufgeräumt, aber bevor wir starten und über mein Setup reden, das kannst du auch auf Deutsch sagen, tue ich einfach mal alle meine Schreibsachen weg, die sonst hier immer liegen, damit uns das nicht ablenkt. Ja, aus der Perspektive fangen wir mal mit den Sachen an, die sehr auffällig sind. Zum einen mein Schreibtisch. Stinknormaler Schreibtisch. Ich habe nur eine Folie drauf gemacht. Irgendwo war ein Fleck drauf und ich fand die Holzfarbe, die da drunter war, eh nicht so schön. So ist die Platte noch geschützt. Warte, es geht nicht um Schreibtische. Also gut, ich habe einen Schreibtisch. Der ist stinknormal. Ich habe einen Bürostuhl. Also der Drehstuhl ist tatsächlich für Büros gedacht. Ich habe jetzt nicht diesen typischen Gamerstuhl. Ich finde den aber super. Mal abgesehen davon, dass der quietscht. Hört man das? Naja, auf jeden Fall ist der Stuhl breit genug, dass man im Schneidersitz drauf sitzen kann. Das Video fängt schon mal gut an. Kurzer Kommentar vorweg. Das, was hier so steht, das habe ich angesammelt, also mit mein Setup verbessert und aufgerüstet. Meinen allerersten Gaming-PC habe ich 2015 erstellt und davon ist tatsächlich gar nichts mehr übrig. Aber das ist halt über 8 Jahre hinweg dann passiert. Also immer wieder habe ich irgendwas geholt, was dann neu war und Älteres ersetzt, aber was heißt, was neu war, was für mich neu war, aber teilweise auch gebraucht. Das Einzige, was noch von 2015 übrig ist, das sage ich direkt am Anfang, ist mein Laufwerk. Da wurde mir damals schon gesagt, in 2015, warum möchtest du ein Laufwerk haben? Und ich habe zu der Zeit Filme, also DVDs und Blu-rays gesammelt, deswegen ist es auch ein Blu-ray-Laufwerk. Ich habe es auch ein paar Mal genutzt anfangs, aber ich kann mich jetzt schon gar nicht mehr daran erinnern, wann das letzte Mal war. Das heißt, in mein nächstes Gehäuse würde ich das nicht mehr packen. Also das wäre dann tatsächlich etwas, was rausfliegt. Dann muss ich noch hinzufügen, dass ich auch angefangen habe zu streamen. Das war, glaube ich, 2018. Also das ist ein Hobby von mir und deswegen habe ich auch einige Sachen, die ich so jetzt nicht haben würde, wenn ich nicht streamen würde. Und vielleicht fange ich dann auch bei den Sachen an. Zum Beispiel habe ich ein Stream Deck. Ich muss mich jetzt ein bisschen exposen. Das Stream Deck habe ich geschenkt bekommen. Und vorher habe ich nur Fotos gesehen davon und dann eben so Knöpfe wie Stummstellen oder sowas. Und als ich es ausgepackt habe, dachte ich mir, wo sind denn die Sticker? Weil ich irgendwie damit gerechnet habe, dass das nur so Knöpfe sind, die du programmieren kannst und dann Sticker mitgeliefert werden. Aber ja, so ist natürlich um einiges ja, schöner. Ich stelle mich mal hin, Leute. Dann gibt es hier noch ein Tischstativ, was ich für diese Kamera da geholt habe. Allerdings habe ich das einmal ausprobiert, vielleicht ein paar Mal noch benutzt, aber ich habe nur 10 FPS im Stream, also 10 Bilder die Sekunde und das war mir einfach der Aufwand nicht wert, die Kamera irgendwie hierauf zu bekommen, obwohl das hier so ein Schnellmontiersystem ist, aber das dauert trotzdem noch zu lange. Und ich habe ja auch diese wundervolle Webcam, die habe ich auch mal geschenkt bekommen. Das ist einfach eine HD-Webcam. Ich finde, die tut's total. Damit bin ich ziemlich zufrieden. Aber ich nutze es trotzdem, wenn ich jetzt YouTube-Videos aufnehme, wie ich hier jetzt am Tisch irgendwas bastel. Also ich bastle auch gerne und deswegen ist es auch so schräg nach unten gerichtet. Also wenn ich jetzt nicht streamen würde, hätte ich mir das Stativ nicht geholt. Oder YouTube-Video, ja. Dann ist mein Mikro noch an diesem Mikrofonarm. Haben bestimmt auch Leute, die jetzt nicht streamen oder Podcasts machen, weiß ich nicht. Aber ich hatte zuallererst tatsächlich ein Tischstativ, aber das war doof, weil das Tastaturklicken oder so war viel zu laut und dann habe ich mir auch einen Mikrofonarm geholt. Ich glaube, den Mikrofonarm, den gab es auch nicht in weiß, sonst hätte ich das in weiß geholt. Es kann sein, dass es den mittlerweile in weiß gibt. Tja, das ist dann halt jetzt so. Ich habe auch ein Audio-Interface, das hatte ich vorher nicht. Da hatte ich noch ein USB-Mikrofon. Das Audio-Interface, da geht eben auch ein XLR-Mikro rein, wie ich es habe. Das hat tatsächlich meinen Sound schon besser gemacht für einen Stream. Aber ich habe immer noch das Problem gehabt, dass ich so super leise war, obwohl alle Einstellungen schon bei 100% waren. Und man kann hier auch nicht komplett auf 100% stellen, das klingt sonst doof. Dann habe ich so ein
Verstärker geschenkt bekommen, so einen Cloud-Verstärker. Seitdem ist es perfekt. Also ich habe seitdem zumindest nicht mehr gehört, alles auf 100% und es immer noch leise ist. Also falls doch, müsst ihr mir Bescheid sagen. An dem Audio-Interface sind auch meine Kopfhörer dran. Die finde ich auch super, die sind total bequem, die sind auch offen und ja, kabelgebunden. Aber irgendwie fände ich es auch komisch ohne Kabel. Kopfhörer ohne Kabel am Computer zum Zocken, weiß ich nicht. Also die finde ich schon gut. Den Kopfhörerständer habe ich mir auch geholt. Der braucht aber ein Buch zum Beschweren, deswegen ist da mein Tagebuch, damit, wenn ich meine Kopfhörer aufhänge, das nicht einfach nach vorne überfällt. Die Kopfhörer liegen jetzt auch nicht komplett gut auf, aber es hat nur 6 € gekostet und war weiß. Und so komme ich auch besser an mein Tagebuch ran oder es wird halt präsentiert und dann erinnere ich mich daran, Tagebuch zu schreiben. Genau, ja, da können wir eigentlich auch schon zu meiner Maus kommen, wenn die hier schon gut liegt. Oh nein, heißt es, der Akku ist fast leer, wenn es rot blinkt. Das ist mir tatsächlich mal in einem Spiel passiert, dass meine Maus leer gegangen ist. Ja, das war richtig stressig, dann schnell eine Batterie zu suchen, weil, also eigentlich dachte ich mir, wenn ich eine kabellose Maus nehme, hole ich eine gute, die einen Akku hat, den man aufladen kann. Jetzt ist halt nur eine Batterie drin. Achtung, bei solchen Dingern sagt man immer Batterie, wenn es nicht aufladbar ist. Aber wenn man so etwas aufladen kann, dann nennt man das Akku. Man sagt auch Handy-Akku. Aber beim Elektroauto, da sagt man Batterie. Ja. Aber ich muss sagen, ich bin zufrieden mit der Maus und das ist meine erste kabellose Maus. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es zu langsam ankommt. Ich bin mit der Maus wieder auf Diamond aufgestiegen, also läuft alles gut. Und sie ist wunderschön lila. Ja. Ich dachte mir eine weiße Maus oder eine lilane. Aber meine allererste Maus, also 2015, hatte ich mir eine weiße Maus geholt. Gut, das war auch eine billige, aber die ist schnell verfärbt und das sieht dann eklig aus. Also das will man dann auch nicht. Ja, hier ein ganz stinknormales Mauspad. Da gibt es ja auch die wunderschönen, riesigen Mauspads mit super schönen Farben und so. Aber dann weiß ich dann halt nicht, wie die Qualität ist. Und ich finde es schon gut, eigentlich nur so ein bisschen Mauspad-Space zu haben und der Rest ist eben normaler Tisch, damit ich hier noch basteln kann oder sonst irgendwas machen kann. Und ja, falls das hier irgendwann eklig wird, mal gucken, ob es dann noch schönere Mauspads gibt in dem Format. Dann kommen wir zur Tastatur. Das ist meine zweite Tastatur und die ist auch schon gebraucht gewesen und sie funktioniert immer noch. Ich habe sogar einmal im Stream Wasser drüber gekippt, aber ich habe sie über Nacht trocknen lassen, also alles ausgebaut, trocknen lassen und funktioniert einwandfrei. Also man hat schon ein paar Macken. Es ist jetzt auch nicht die schönste Tastatur. Da ist immerhin ein bisschen Blau dran. Ich mag Blau ja ganz gern. Aber sollte die irgendwann den Geist aufgeben, dann hole ich mir eine schöne weiße Tastatur. Oder eine durchsichtige, die leuchtet. Ja, ich mag nämlich so Leuchtelemente. Das seht ihr auch gleich. Genau, noch wichtig, bevor wir zum Kernstück kommen, sind natürlich meine Bildschirme. Und hier habe ich 2 Bildschirme. Ich muss sagen, als ich das erste Mal einen zweiten Bildschirm bekommen habe, das war eben, als ich angefangen habe zu streamen. Ich habe angefangen zu streamen, da hatte ich nur einen Bildschirm. Genau. Aber mein allererster Stream war ohne Audio. Da habe ich nicht geredet. Ich wollte mich einfach nur damit vertraut machen. Das war auch irgendwie ganz seltsam. Ja, dann war das natürlich eine Erleichterung, als ich dann einen zweiten Bildschirm hatte für Stream. Aber am Anfang habe ich den sonst nicht genutzt, nur während ich gestreamt habe. Da dachte ich mir schon, irgendwie ist es ein bisschen unnötig. Aber ja, ich habe mich schon dran gewöhnt. Also wenn ich dran arbeite oder so, dann nutze ich schon auch beide Bildschirme. Und ja gut, lernen tue ich eigentlich in der Uni und auf so einem kleinen Bildschirm, da merkt man dann schon, irgendwie bräuchte man jetzt einen größeren Bildschirm oder halt einen zweiten. Aber ganz ehrlich, das geht natürlich auch im Kleinen. Aber wenn ich zu Hause hier lerne oder irgendwas mache, dann finde ich das schon gut. Alleine, wenn man hier ein Game sucht und dann hier irgendwie surfen kann, im Internet surfen, sagt das überhaupt noch jemand? Nein, ich glaube nicht. Oder ein YouTube-Video laufen lassen kann, das ist dann schon ganz praktisch. Dafür habe ich hier auf meiner Tastatur auch eben so eine Play-Pause für YouTube-Videos oder kann hier auch lauter leiser machen. Die ist top. Die in weiß wäre super gut. Ich kann hier sogar die komplett ausschalten oder komplett anmachen. Aber ich mag das WASD heller ist als der Rest. Jetzt aber zu meinem Bildschirm. Wie du sehen kannst, habe ich einen gelassen, wie er kam, also mit dem Bildschirmfuß. Das war am Anfang, als ich den noch nicht bekommen hatte, war der mein Hauptmonitor in der Mitte und dann mein alter Monitor, den ich seit 2015 hatte, war dann dort. Aber ich muss sagen, mit dem Monitorarm, den du da sehen kannst am Tisch, den links zu haben, ist schon besser, dann da eben die ganzen Schreibsachen zu haben. Und hier auf dem Monitorfuß passen ja all diese Kleinigkeiten drauf, wie mein Stream Deck, Apple Watch Ladegerät, meine Temperaturanzeige und Luftfeuchtigkeitanzeige ist auch schon ganz wichtig. Ja, meine Spardose, da kommt nur
Rotgeldreifen. 2 Monitore, ein Monitorarm. Ja, irgendwie auch ganz schön, dass beide Bildschirme gleich aussehen. Vorher war es ein bisschen lustig mit meinem ganz alten Monitor. Dem hat man dann natürlich angesehen, dass er von 2015 war. Das ist sogar mein erstes Video, was ich mache. Mein Twitch-Community wird sich freuen, dass es auf Deutsch ist. Die meisten können nämlich kein Deutsch. Okay, ja, dann haben wir jetzt über all diese Sachen hier gesprochen. Jetzt kommt zum Herzstück. Ich habe mal vorbereitet, was ich machen würde, wenn ich streame, weil einem Kenner fällt es vielleicht auf, dass meine Grafikkarte ein bisschen überdimensional für dieses Gehäuse ist. Aber hier ist das gute Stück, hier ist mein PC. Wie ich den jetzt zusammengebaut habe, meinen Computer, habe ich auch noch nicht auf meiner Seite aktualisiert. Also ich habe irgendwo meine Spezifikation, da gibt es leider keine süße Abkürzung für, wie im Englischen, habe ich auf meiner Twitch-Seite stehen. Das muss ich noch aktualisieren. Auf jeden Fall habe ich hier eine Grafikkarte drin, die so gerade in das Gehäuse passt, glücklicherweise, denn ja, so ein gutes neues Gehäuse mit RGB-Lichtern kostet schon so, jedenfalls das, was ich mir ausgesucht habe, 250 € bis 300 €. Es ist auch noch nicht mal verfügbar, also man kann es einfach gerade nicht bekommen. Die kleinere Version irgendwie davon, man kann es auch vorne aufklappen. Hier habe ich schon mal Post-its stehen, die habe ich jetzt abgemacht, außer das hier, was ich vor meiner Prüfung aufgeklebt habe. Und ja, ich habe ein paar Sticker angebracht, weil mir das Schwarze nicht so sehr gefallen hat. Aber eben das große Fenster, was sonst da ist, finde ich super. Eben dann die leuchtenden Teile. Das finde ich gut. Hinten mein Arbeitsspeicher. Ich weiß nicht, ob du den von da sehen kannst, aber der leuchtet auch. Den finde ich auch super. Ich habe eigentlich auch überlegt, einen besseren Arbeitsspeicher zu holen, weil 4K-Videobearbeitung wirklich ein Krampf war hier drauf. Aber brauche ich nicht mehr. Ich habe mir für die Uni dafür aber ein MacBook geholt und da nutze ich iMovie. Und das funktioniert super. Wobei ich nicht mehr in 4K aufnehme und bearbeite, da das einfach doch schon viel Zeit gekostet hat und vor allem Speicherplatz. Ich habe nämlich sage und schreibe bestimmt 3 Terabyte Rohmaterial, was ich in YouTube-Videos bearbeiten müsste, wofür ich nicht so viel Zeit habe. Aber mein Fokus ist jetzt erstmal Your German Buddy, that's me. Und dann wird das schon. Mir wurde auch mal gesagt, meine Lüfter sind zu überdimensional. Die Person wusste aber auch nicht, dass ich streame, deswegen verzeiht er das. Nein, also ging hier rein, da raus. Die sind nämlich nötig, damit mein PC nicht überhitzt. Das ist nämlich wirklich wichtig. Vor allem, als so viele Grafikkarten abgeschmiert sind. Also das wollte ich nicht, dass mir das passiert. Das wäre einfach, könntest ja quasi direkt Geld verbrennen. Auf jeden Fall, im Alltag redet man, glaube ich, nicht so sehr über die Innenteile von einem Computer. Aber Grafikkarte habe ich schon gesagt, Arbeitsspeicher. Prozessor ist noch wichtig zu wissen. Ich verlinke euch einfach mal das, was ich hier drin habe, wenn es euch wirklich sehr interessiert. Aber so im Alltag redet man ja kaum drüber, es sei denn, du gehst halt in ein Geschäft und willst halt dann ein Motherboard. Ich glaube, das heißt auch einfach Motherboard. Damit kommst du weiter. Netzteil, da hatte ich auch mal ein kleineres, musste ein leistungsstärkeres holen, wegen der Grafikkartensache und weil ich mal Probleme hatte, dass mein Rechner hochgefahren ist und dann aber wieder abgestürzt manchmal und es war irgendwie ganz komisch. Ich glaube, das Netzteil hat es dann gelöst, das Problem. Ja, das ist halt gerade, was ich habe. Mainboard. Achso, das heißt Mainboard. Genau, Arbeitsspeicher oder RAM. Kannst du es auch nennen. Dann eben das Netzteil ist da, Festplatten. Ich habe tatsächlich auch noch 2 Festplatten normal drin. Also ist ja auch schon eher altmodisch. Aber ich habe auch 2 SSDs drin. Die waren auch lange Zeit auch noch voll mit Videos oder auch eben Fotos. Hier steht noch, ich habe eine Mehrfachsteckdose, die habe ich auch irgendwie verlinkt. Aber ich zeige euch nicht, wie es da unten aussieht. Da herrscht nämlich Chaos. Da ist einfach nur ein Kabelsalat, ungefähr wie hier oben. Also guckt nicht zu genau hin. Das ist nämlich schwierig, aber auch, warum ich dieses Video jetzt mache, ist, weil ich meinen ganzen Tisch verschieben möchte, dass die Kamera gegen die Wand zeigt, damit ich es einfacher habe, einen Stream zu starten, weil ich wieder öfter streamen möchte. Und wenn nur die Wand im Hintergrund ist, dann muss man nicht darüber nachdenken, ob aufgeräumt ist oder nicht. Die Community sieht es dann halt nicht, ne? Das ist der Gedanke dahinter. Vielleicht hätte ich nicht so nah dran filmen sollen, sondern eher so. Wir lernen ja alle dazu, ne? Den Deckel tue ich zumindest wieder drauf, damit das nicht so sehr einstaubt. Den Deckel lasse ich auch immer so halb drauf, damit ich ihn gut wieder abbekomme. Wenn ich den ganz reindrücke, dann dauert es, glaube ich, zu lang, den abzunehmen. Ja, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt. Ich habe hier auch so Aufhänger,
Der hier ist leider von der Wand abgegangen. Deswegen traue ich dem hier nicht mehr. Sonst hätte ich das, glaube ich, auch einfach als meine Kopfhörerhalterung genutzt. Ich glaube aber, weil der untere abgegangen ist, das lag einfach daran, dass hier die ganze Hitze gegen die Wand strömt und nach oben und dann löst sich der Klebstoff natürlich. Aber gut, das heißt, ich habe noch einen Switch-Controller, den ich hier hin tue. Das gehört natürlich auch zum Gaming-Setup. Ich habe auch die Nintendo Switch Animal Crossing Edition. Ich habe auch eine Capture Card, die ich von meiner Schwester Goldamsel geschenkt bekommen habe. Die habe ich aber beiseite geräumt. Die liegt nämlich eigentlich so da drauf. Und das ist von meiner Festplatte. Das steckt auch drin, damit hier oben diese Eingänge, hier kann man tatsächlich auch Kopfhörermikrofon reintun und USB 2.0 und 3.0 reinstecken. Das ist ja jetzt aber auch schon veraltet. USB-C ist ja der neue Standard. Aber ja, ich habe hier halt noch die und das für meine Festplatte. Das steckt dann immer drin, weil ich glaube, diese Eingänge schon auch einstauben. Und der Reaper war jetzt eigentlich nur ein Platzhalter für mein Video, aber ich glaube, der kann da bleiben. Der passt da gut rein. Auf jeden Fall war das jetzt mein Setup und ich hoffe, du hast einige neue deutsche Wörter gelernt und ich blende nochmal die wichtigsten Begriffe ein. Ich denke, es ist schön, dass wenn man zockt, dann auch die Begriffe lernt, die man in der Sprache, die man lernt. Moment mal. Das muss ich nochmal vernünftig formulieren. Wir sind ja hier, um Deutsch zu lernen und ich hoffe, die Begriffe helfen dir, wenn du zockst, dann auf Deutsch dein Setup beschreiben zu können. Deswegen nochmal zusammenfassend alle wichtigen Begriffe, die man nutzen könnte. Und jetzt bist du dran. Dann schreib doch was in die Kommentare über dein Setup oder vielleicht über die Spiele, die du gerade zockst. Ich zocke gerade, also was ich eigentlich immer zocke, Overwatch. Ich versuche auf Twitch Hogwarts Legacy durchzuspielen momentan, falls es dich interessiert. Aber der Stream ist auf Englisch, weil meine Community international ist. Das war's jetzt auf Deutsch. Wenn du von meiner Twitch-Community kommst, aber gerne so ein Video auf Englisch hättest, kann ich das ja vielleicht auch mal in Zukunft machen. Aber das dann auf Apple-Tappel. Das war's dann erstmal für heute. Schön, dass du eingeschaltet hast. Immer fleißig weiterlernen. Denk dran, Fehler sind okay. Daraus lernen wir nämlich. Also, bis zum nächsten Video. Vergiss nicht, einen Daumen nach oben zu geben und zu abonnieren und die Glocke zu tätigen. Das hilft dem Kanal und dann können wir alle schön Deutsch lernen. Tschüssi! Alles klar.